Ok, descriverei questo progetto con la parola fratellanza. Zusammenhalt. Per me è amicizia. Abenteuerlich. Spannung. Famiglia. Das Projekt entstand aus einer Städtepartnerschaft heraus zwischen Corinth-Sales und Montotone. Und wir hatten es jetzt immer so, dass wir nach Italien gefahren sind mit 10 Jugendlichen eben aus dem Coruner Land und dort die Montotoneser Jugendlichen getroffen haben. Und die Rückbegegnung hatten wir jetzt immer eben so, dass dann die Italiener uns hier im Coruner Land besucht haben. La motivazione per partecipare a questo Erasmus, la più importante è stata quella per rivedere quelli dell'anno scorso, poi per fare nuove esperienze perché comunque non sono uguali tutti gli Erasmus, per ritornare in Germania, è tutto molto bello. Die ganze Hintergrundorganisation, eben die Antragstellung, die Unterstützung bei der Durchführung und dann natürlich auch die Abrechnung, das könnten wir nicht stellen. Deswegen ist die Villa mit der wichtigste Pfeiler in dem Ganzen. Es geht aber auch um konkrete inhaltliche Fragen. Also welche pädagogischen Ziele verfolge ich eigentlich mit meiner Jugendbegegnung? Wie muss ein Programmplan gestaltet sein, der dazu passt? Wie bereite ich meine Jugendlichen vor? All diese Fragen, die bündeln wir und unterstützen unsere Kollegen. L'atmosfera del gruppo all'inizio era un po' distaccata, cioè gli italiani stavano con gli italiani e i tedeschi con i tedeschi. Ma con le varie attività che abbiamo fatto e anche il tempo libero che c'è stato ci siamo avvicinati di più e adesso ci sono dei tedeschi che stanno di più con gli italiani che stanno più con dei tedeschi. Prima di partire pensavo che i tedeschi fossero freddi, cioè non sorridessero molto, però al contrario ho trovato che sono molto più sorridenti di me. Was ich an Erfahrung mitnehme, dass fremde Menschen so eine Art Buch sind, wo man noch nicht reingeschaut hat. Dass man mit den simpelsten Mitteln sich selbst und andere unterhalten kann und dass der eigentliche Spaß auch nicht immer vom Bildschirm stattfindet. Ich fand's sehr, sehr schön, dass eigentlich die weibliche Person jetzt auch ein Mann ist. Das war halt auch so ein bisschen mit unserer Frage, ob wir es vielleicht einführen dürfen. Vor vielen, vielen Jahren, als das Elfenvolk noch unter den Menschen sein Schabernack trieb, geschah es, dass ein ewig junges Königspaar Oberon und Titania schon das 7. Jahr in Folge Krieg miteinander führt. Die Wirkungen von europäischen Jugendbegegnungen werden allgemein sehr unterschätzt. Jugendliche machen hier Erfahrungen, die sie bis in ihr Erwachsenenalter hin prägen, also im Hinblick auf ihre soziale Kompetenz. In einer Woche kann man unglaublich viel anstoßen und eröffnet Chancen für Jugendliche, von denen sie noch gar nichts wussten. Ich fand's witzig, dass 2 italienische Kinder bei mir übernachten durften, also die ganze Woche lang. Ich habe jetzt auch viele Freunde in Italien und das ist halt total toll, weil wir uns auch immer noch gut verstehen und sich das auch, glaube ich, nicht so schnell ändern wird. Ich muss sagen, ich war sehr stolz auf die Jugendlichen. Das war wirklich eine schöne Jugendbegegnung, weil am Ende das Ergebnis so sichtbar war. Dieser Krieg war für die Elfenbeiner ein Spaß. Questa guerra per gli Elfi era quasi un gioco. Ich wusste nicht, dass ich vorne auf der Bühne stehen kann und trotzdem mich noch zusammenreißen kann, weil es ist halt alles sehr lustig und aufregend. Bevor wir alles für die Vorstellung hinlegen und an die richtige Stelle tun, wo es sein muss, proben wir einmal das Anziehen von den Amicis. Okay, jetzt bitte alles auf Ausgangsposition. Auf der Bühne entstehen einfach nochmal tiefere Bindungen und auch ein tieferes Vertrauen, ein tieferer Respekt und man muss noch viel mehr zusammenarbeiten. Und deswegen
Deswegen Theater. Che queste creature usassero cannoni ed armi per combattere. No, Die Elfen führten Krieg mit ihren Waffen und das waren seit je die Kräfte der Natur. da sempre le armi degli elfi erano le forze della natura. Ora vogliamo festeggiare davvero la fratellanza. Nun wollen wir ordentlich Versöhnung feiern.